Hallo und moin moin, willkommen back. Wir hatten ja heute schon mal das Vergnügen, zusammen zu streamen. Ja, wie angekündigt geht's circa um 9 Uhr weiter. Das haben wir jetzt gerade auch. Ich wünsche euch erstmal alle noch ein schönes Hallo. Und für diejenigen, die heute Vormittag kann man gar nicht sagen, die vor einer Stunde nicht dran gewesen sind, wir haben die Tanker-Mission durch. Könnt ihr euch auf meinen Channel angucken. Oder, falls euch das interessiert, einfach abonnieren und ihr werdet dann alles quasi von Metal Gear Solid noch mitkriegen. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Oder nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Das Spiel hat die Untertitel ausgestaltet. Ich habe die Untertitel jetzt wieder drin, das heißt, wir können gleich das auf Deutsch mitlesen und müssen uns nicht überlegen, was war das nochmal für ein Wort? Ah, okay, okay. Also, Untertitel sind jetzt drin, Tanker-Mission ist durch und jetzt beginnt das Spiel eigentlich. Ich würde auch nicht lange labern, das Vorwort hatte ich heute Vormittag schon. Nur nochmal eben zur Aufklärung. Ich spiele das Ganze über PS Now, deswegen habe ich hier unten PS Now. Und wer sich fragt, warum die Kamera so grün ist und warum ich so Striche und alles eingebaut habe, ich wollte es halt originalgetreu halten. Die Funksprüche sahen damals auch nicht besser aus, deswegen schön Störfilter, alles drauf, das passt schon. Deswegen flackert hier auch immer irgendwo was oder hier geht so eine Linie konstant durch. Das ist alles zum Stil quasi. Okay, ich würde sagen, ich schalte direkt rüber. Uff. Da sind wir. Juhu. Jetzt noch mal eben kurz gucken. Mikrofon richten. Das sieht gut aus. Ich bin wieder bewaffnet mit meinem PS4-Controller, den ich vielleicht mal gegen PS5-Controller austauschen werde. Aber im Moment ist er noch gut. Also, wir lorden die Mission von gerade eben. Das war genau hier, 1 Stunde 20 haben wir gespielt. Ja. Ist schon hammerhart, dass das Spiel jetzt so nach 1 Stunde 20. Wir haben ja auch ein bisschen Zeit auf dem Tanker jetzt verbracht. Wir haben noch so ein paar Sachen eingesammelt, Secrets und so, die Medaille. Ja, und es kommt wahrscheinlich schon der erste Augenblick, wo ich die Fresse halten kann. Ja. Jetzt geht's direkt los. Ich freue mich drauf. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Wurde gerade mit Snake angesprochen, aber wir werden ziemlich schnell herausfinden, dass das nicht Snake gewesen ist. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. Aha, jetzt haben wir schon mal das vorläufige Motiv. You have 2 mission objectives. 1,
Infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Das kennen wir schon aus dem ersten Teil, da war es genauso. Da mussten wir auch durch eine Luke wieder raus. Moving on to main Also- mission objectives. Durch so einen kleinen Hangar. Bloß, dass wir hier einiges mehr machen können. So, hier müsste doch bestimmt auch irgendwo Ration und der ganze Kram sein. Guck erstmal, Waffen gar keine. Scope. Ach, das Ding ist immer gut. Das ist jetzt quasi der Lebenssensor. Hier war noch irgendwo. Ja, wir tragen auch eine Maske wie im ersten Teil. Ach, da hinten war eine Ration. Und ich glaube, da unten drin konnte man auch irgendwo rein. Da. Also was wir jetzt sammeln, behalten wir auch. Nicht so wie jetzt gerade die Tanker-Mission. Da geht's nirgendwo hin. Und da geht's nirgendwo hin. Hier geht's auch nirgendwo hin, aber hier liegt jetzt eine Ration. Ration. Ist nicht so, dass wir nicht genug kriegen, aber besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben, sage ich immer. Ja, latschen wir mal hier eben komplett durch. Ja, auf jeden Fall ist das Unterwasser-Eindringen, das kennen wir ja schon. Im ersten Teil war es genauso. Und es ist ja auch nicht, wir gerade mitgekriegt haben, Solid Snake.
Sondern wir spielen jetzt hier quasi einen neuen Hauptcharakter. Das Geile ist, im Trailer hat man davon nie was gesehen, dass man einen anderen Charakter, oder man hat den anderen Charakter gesehen, aber man hat immer gedacht, man spielt Solid Snake. So war der Trailer quasi aufgebaut. Aber es ist ja nachher gar nicht so gewesen. Kommt hier noch irgendwo dran? Nö, ne? Nö. Jetzt haben wir Ration und dann geht's gleich raus. Oh. Wir haben was gehört. Da wurde einer bewusstlos geschlagen. Die Frage nur, wer war's? Geht gleich der Funkspruch los. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Eine Armee ohne Land. Das werden wir in der Spielreihe auch noch öfter hören. Ich frage mich, wo der Radar geblieben ist. Zwischensequenz. Oha. Wer war das denn? Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. Wir They're wissen, wer all es ist. out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh, Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Ich habe mich schon gewundert, wo die Karte ist, aber ich habe es ganz Push the vergessen, action button in front of the node. dass sich das Ding erst quasi aktiviert, also die Karte, wenn ich dann so ein Zugriffsterminal gewesen bin. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Okay. Die Söldner müssten noch ausgeschaltet sein, nicht lange. Oh. Gehen wir da noch mal eben kurz ran. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. Oh, da wusste ich von These are nix. black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Itemboxen. Ach so, der meint Boxen, die
Eher sowas hier, wo Rationen sind. Dann gucken wir nochmal hier, ob hier irgendwo was ist, bevor die aufwachen. Könnte ja überall noch was sein. Aber wie gesagt, alles was wir jetzt hier finden, können wir behalten. Und behalten wir auch für das ganze Spiel über. Okay, ist nix. So, Action-Taste. Ah, ich glaube, jetzt kriege ich auch noch so einen Stromschlag. Ich hab's gerade vage in Erinnerung, wie das passiert. Warum auch immer das passiert, keine Ahnung. Aber jetzt habe ich gleich wenigstens ein Radar und eine Karte. Codename. Wie soll es denn anders sein? Ja, sieht richtig aus. Ja. Keine Ahnung, lassen wir so. Yay, ich habe was gedownloadet. Ach so, jetzt kann ich nochmal einstellen. Radar, ja. Blutanzeigen, ja. Seitenverhältnis, Vollscreen. Seitenverhältnis zwischen, ja. Untertitel an, ja. Beobachtung, ja. Display, lassen wir so. Namen lassen wir auch so. Exit. Ach. Ich weiß, dass es nach oben gehen soll. The radar should be functioning now. Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. Aber es ist halt gut für Leute, die das Spiel noch nie gespielt haben, ne? Dem wird auch mal jetzt alles erklärt. Aber ich drück's mal weg. Wir kennen das. Oh, da kam die neue. Und der hat ja wohl irgendwie was verbracht. Und man dann kann auch dort speichern. Na toll, jetzt verlieren sie ihr Pünktchen. Dann hau ich so gleich wieder K.O. Oh, jetzt ruft er nicht nochmal an. Ich will jetzt gerade da, wo die aufstehen. Ich wollte sie gerade wieder K.O. hauen. The enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Kann die auch einfach wieder umhauen. Oh, hinlegen wollte ich mich nicht. Aber nur gucken, ob du was bei dir hast. Ah, wieder Narration. Ich pack dich mal eben kurz weg. Du hast nur noch 2 Pünktchen. Der andere hat auch nur noch 2 Pünktchen. Der hat nur 1 Punkt. Okay. Der hat auch nur noch 1 Punkt. Ah, alles klar. Aufzug ist da. Weg hier. Es müsste ungefähr die gleiche Sequenz kommen, wie wir auch im ersten Teil hatten. Ja. Die berüchtigte Ich mach mich nackig Sequenz. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Oh, kommt es an. Ein Codec. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? Ah, jetzt wird ja nochmal die Karte erklärt.
ist halt ein Riesenteil, ne? The big shell is comprised of shells 1 Steht ja auch and 2. Big Shell. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Okay. Ist denn hier oben eins auf dem Dach? Ich weiß es gar nicht mehr. Bandage. Achso, hier ist übrigens Vogelkacke. Das passiert, wenn ich da lang laufe. Ich fall hin. Also, halte fest. Auf Vogelkacke rutscht man aus. Ah, wo haben wir denn das Not? Ist hier Not? Nee. Aber hier ist eine Kiste, an die wir jetzt noch nicht rankommen. Boah. Man kann übrigens auch hier runterrutschen. Ah, haut ab da. Nein, lass mich in Ruhe. Das finde ich alleine raus. Okay, hier oben auf dem Dach. Oh. Also gesagt, lass mich in Ruhe. Warum rufst du mich denn jetzt nochmal an? Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Okay. Auf jeden Fall hat man richtig das Feeling, in einen Film zu stecken wieder. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich der nächste Anruf. Ja, erstmal Cutscene. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Understood. Ach ja, der kann jetzt sich so cool bewegen. Da ist auf jeden Fall das Note. Oh, und da ist das Telefonat. Lass mich doch mal spielen, verdammte Scheiße. I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Vielleicht finden wir auch einfach was anderes. Nö. Nö. Ist da irgendwie Muster dran oder so? Ne, da klebt nichts an der Tür. So. So einfach ging's. Er lädt wieder was. Kann alles so bleiben. Auf jeden Fall haben wir jetzt Radar. Mhm. Kommen wir hier rein? Nee. Da hängt ein Foto. Da haben wir noch eine Ration. Jetzt frage ich mich mal eben. Ja, okay, nee, das habe ich mich nicht gefragt. Ah, okay. Komme ich da raus? Wo müssen wir denn hin? Nochmal zum ersten... Oh, warte. Nochmal zurück. Nein, nein! Ich muss nochmal zurück. Das war wahrscheinlich die andere Seite von dem Dach. Da war ja eine Kiste. Ah, die haben wir auch schon mal gesehen. Bei der Tankermission. Und wer hätte es gedacht? Es kommt ein Anruf. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before,
They need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Strebe B. Okay, dann gucke ich nochmal eben kurz. Da B, B. Also müssen wir sowieso in die andere Richtung. Aber jetzt will ich nochmal eben kurz gucken. Ich will hier mal eben hoch. Weil hier war doch draußen... Da. Ach ja, jetzt ist die Tür offen. Genau. Jetzt braucht es aber auch keiner mehr. Ach, das ist der Typ, der sich auf dem Dach umgucken sollte, ne? Kann ich den kaputt schlagen? Ja, genau. Steh auf. Du weißt von gar nichts, Kollege. Ich sollte hier weggehen, bevor noch welche aus dieser Tür hier kommen und mich finden. Was sagst du jetzt schon wieder, dass da eine Flugdrohne ist, oder was? Naja, laufende Wachen. Das kriegen wir ja wohl hin. Aber sag nicht, dass du jetzt schon wieder telefonieren musst. Oh. Was will er Ihnen jetzt sagen? Ja, sind Wachen? Ich dachte, er hat 300 VM ist, dann müsst ihr wissen, wie es geht. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Jawohl. Wie komme ich dann wieder hoch? Wieder Action-Button oder was? Ah, das sieht gut aus. Wird der Typ sich nicht bewegen? Ist keine Lust, mich vor den wieder hoch zu sein. Ja, er bewegt sich. Sehr gut. Oh, ich hoffe, es ist der Action-Button. Ja, ist der Action-Button. Ich bin noch ohne Munition, das ist Kacke. Oha. Zwischensequenz. Aber die sind aufgeschnitten. Ah, das sind unsere Leute.
ist eins von den Alpha-Teams. Das war eins der Alpha-Teams. Ich hoffe, dass ich noch 18 drin stehen habe. Und er geht ja so rein. Und wenn die hier mit Waffen nicht ausschalten konnten, was meinst du, was du machen kannst? Er ähnelt halt einem Vampir. Er heißt, glaube ich, auch Vamp. What are you? Five today. Or rather 6. Stimme gefällt mir. Get down! Ja, der mal ein bisschen Mumm zeigt, wa? Viel zu schnell. Viel zu schnell besiegt. Strange smell. Kann das sein, dass das Fox da riecht? Likes. Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Vamp, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Und weg ist er. Ha! Wir werden es jetzt gleich herausfinden. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? Kam eine Kakerlake raus und er hat die ganze Zeit nicht mitgekriegt. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded.
Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Das waren Aufnahmen von dem ersten Teil. Und wo keine Zeit VR-Mission für den zweiten Teil reinzuspielen war. VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. Das kennt er schon. Aus dem ersten Teil. Also für die es noch nicht mitgekriegt haben. Looks like they took him somewhere else. I see. Ist es Solid Snake. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah, Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Dass die Auswirkungen vom Must Fox-Style lost a sind. few more pints than I thought. Na, ich weiß ja nicht. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. Sagt er. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke.
Keep it anyway. May come in handy. Nimm sie. Sie sind immer nützlich. Take this too. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Das wollen wir gleich mal ausprobieren. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber da war ein Terminal, ne? Aber es ist die Frage. Er kommt ja... Warte. Mal weg da. Er schläft erstmal. Yay. Action-Button. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja. Mit allen Leuten, womit Snake eigentlich in Kontakt gekommen ist, sind ja dieses Virus ausgesetzt. Ah nee. Die sind zwar ausgesetzt, aber es tut ja nicht jeden befallen, sondern nur bestimmte Gene, ne? Die Frage ist, ob er theoretisch auch Raiden befallen würde. Warum mache ich das Ding auf? Ich weiß es nicht. Sagen wir mal meine erste Waffe. Ah, kein Schalldämpfer. Okay. Mist, die Kack. Okay, hier ist schon mal Schlafmunition. Ich habe hier eine Waffe übersehen oder was? Nein, nicht schon wieder ein Anruf. Wir wollen doch nur spielen. Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah. Thanks for the reminder. Toll, jetzt soll ich speichern? Ich werde angerufen, damit ich das Spiel speichere. Welches Spiel ruft dich an, damit du speicherst? Da gibt's nicht so viele, glaube ich. Okay. Dann, wenn du mich schon so lieb fragst, dann speichern wir doch. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. Das ist nicht sehr viel. Isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Mal gucken, ob wir ihn anrufen können. Nur mal so, ob er drin... Ne, er steht nicht mehr drin. Okay, wenn ich jetzt die Nummer vergesse, kann ich ihn wahrscheinlich nicht mehr anrufen. Nein, sorry. Die will ich nicht anrufen. What's up, Jack? Nix, ich will nicht speichern. Ja, ich wollte... Was war das? 180, ne? Also 4180 meine ich. He's asleep? Das macht nichts, aber jetzt haben wir sie hier drin stehen. Okay, mehr wollte ich gar nicht. So. Hier war doch mal irgendwo was Interessantes. Ach, okay, nur ein Bild. Hier war doch mal irgendwo was Interessantes hinter, meine ich, ganze Zeit.
Aber ist jetzt auch egal. Wo geht's hier? Ach, hier komme ich von der anderen Seite raus. Dann kommen wir hier nochmal rein. Schöner wäre es natürlich, wenn ich jetzt einen Schalldämpfer finde, ne? Ration komplett voll. Der geht nicht auf. Da geht es zu der Strebe hin, wo wir hin sollen. Auch ganz eigentlich interessante Zwischensequenz. What the hell is that? Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Queen. Don't let them take the president! Das wird euch nicht mehr gut gehen, wenn ihr das macht. Ready grenades. A dud! Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? Okay, das war's dann mit euch. Das Blöde ist, die hat auch die Strebe zerstört. Sorry, my beauties. I'll see you again someday. Ich glaube, das war jetzt das ganze Alpha-Team und Beta-Team und was da alle dabei gewesen ist. Jetzt wird nochmal hübsch telefoniert. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. Das werden wir verhindern. If the toxic spell does take place, it will devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives.
The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Oh Is this ja. according to simulation too? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Oh, Strut war das C. schon ein Spoiler gerade? Von wegen Traum? Okay, hier ist wahrscheinlich keiner mehr. Aber Munition. Und auch nicht. Ah, ich muss auch aufpassen wegen Kameras. Bei den Dingern waren auch immer zwischendurch Kameras. So, jetzt sind wir bei C. Ich pack mal die Waffe weg. Machen mal kurz alles auf. Nö. Was ist da denn los? Miss America oder was? Hoffentlich hat der... Ja, oh, cool. Sind hier nur Herrentoiletten? Nee. Verband. Wie komisch, dass ich sowas bei den Frauen finde. Habe ich noch nicht. Oh Mann, habe ich die übersehen oder was? Komme ich da rein? Nein, erstmal Level 1. Okay, was ist da schon wieder los? Ah, da haben wir ihn, wie gerufen. Freeze! Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. Lecturer at Nav Scolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing.
Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again. Anscheinend. Aber wir wissen schon, wer das war. Das war Glad Autocon. to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Das ist jetzt schon mehrfach Jack, it's gesagt. me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? Gott sei Dank hat er es unterbrochen. There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. Er schiebt sie erstmal so vor sich hin. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. Ein Bombendetektor It's what they wahrscheinlich. call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes, on every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills.
And now I have to stop him from using it to destroy us all. Das sollten wir eventuell schaffen. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big Shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on Shell 1, another 6 on Shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Also, unsere erste Mission ist erstmal alles zu entschärfen. Verstanden. This place is all yours. I'll take care of Shell 2. Take this. What's this? Security card issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Writing, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. Ja, mehr brauchen wir eh nicht. The remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But you'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. all right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. 25. Good luck, kid. 025. I'll see you later. 025. Simplify. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Simplify. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And who dares wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Ja, das ist richtig. I'm... Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. Schließt sich einfach ein. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right.
Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. 0,25, muss ich mir merken. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Ja, wir müssen ja nur die Bomben einsprühen, also von daher sollten wir davor nicht so viel Angst haben. Okay. Jetzt gucken wir erstmal, ob 0,25 schon eingespeichert ist. Nö. Dann 0,25. Never mind about me. Get on with disposing of those bombs. Okay. Dann haben wir ihn da jetzt auch drin. So, ist hier noch irgendetwas Interessantes? Ja, das Terminal. Okay, haben wir das Terminal auch. Dann können wir auch gleich... Ach, der Sensor ist schon dran. Da ist noch eine Ration und hier ist wieder ein feines Bildchen. Ach, guck an, da ist nämlich eine Bombe. Wie sich das mitbewegt. Guck mal. Da haben wir was gefunden. Ja. Damit hätten wir die erste. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Das ist aber schnell gemeldet, schnell rausgefunden. So, drauf schießen will ich nicht. Hier habe ich auch alles eingesammelt, was man einsammeln kann. Dann geht es jetzt direkt weiter. Wir laufen quasi jetzt einmal komplett rum. Von da kommen wir. Aber wie finde ich jetzt auch die andere Waffe oder einen Schalldämpfer? Der wäre schon echt hilfsam. Also, hilfsam? Hilfsbereich. Wer hat das keiner mitgekriegt? Ne, gab nur einen. Und der ist von gestern. Ja, lässt den Schalldämpfer fallen. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Stimmt, da war ja was. Also nicht stehen bleiben. Kamera. Ich werde jetzt keine von meinen guten Granaten verschwenden. So, hier ist die nächste Falle. Da sind 3. Die auch immer wieder Funksprüche machen. Okay, das wird jetzt lustig. Mal gespannt, wo der hinläuft. Der läuft weg.
Okay, hier ist auch nichts. Dann müssen wir runter tatsächlich. Ja, wie kommen wir denn hier runter? Das ist ja die Frage. Gibt es unten einen... Ah, da. Wie weit kommt der? Ja, bricht er ab. Wir warten noch eben. Ist kein Bock, abgeknallt zu werden. Also ein normaler Mensch würde ja so weit sehen, die hier anscheinend nicht. Dabei sollen das auch so ausgebildete Supersoldaten sein. Okay. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo der hingelaufen ist. Hatte jetzt nicht gesehen, wo der hingelaufen ist. Okay, wir machen mal statt den, machen wir mal... Ach, habe ich schon den richtigen. Scheiße. Jemand gehört? Oh ja. Interessiert dich das gar nicht? Okay. Umso besser für uns, würde ich sagen, ne? Gehen wir eben kurz an den Sender dran hier. Und ich habe gedacht, ich brauche einen Schalldämpfer. Oh nö. Den müssen wir jetzt erstmal eben kurz entsorgen. Hey, der konnte mich doch gar nicht sehen. Kann ich mich sehen? Warte mal kurz. Kann ich irgendwas nehmen? Nee. Okay, dann wird's gleich gefährlich. Das ist sehr gut. Wir haben jetzt zwei Sachen gemacht. Wir wurden nicht geschnappt. Wir wurden nicht geschnappt und haben überlebt. Das hätte auch böse nach hinten losgehen können. So, da latscht einer. Da latscht einer. Hau ab, Junge. Okay. Jetzt wird's lustig. Ah. Da kommen ja immer mehr.
10 Schüsse nur noch. Ich lern's aber auch nicht, ne? Beziehungsweise die lernt's nicht. Und schon wieder neue. Nein, keine Schüsse mehr. Jetzt lauf doch nicht so langsam. Hau den um. Ah, toll. Das hat sich gar nicht gelohnt hier. Obwohl, wir bleiben mal eben hier hängen. Ach Mann, ich will jetzt weiter. Ach, weißt du was? Wir ignorieren das gleich. Wir warten eben, bis sie wechseln und dann laufen wir einfach durch. So. Das haben die anscheinend nicht mitgekriegt. Sammeln wir jetzt die Munition da ein und dann laufen wir einfach durch. Scheißegal. Lass mich in Ruhe. Jetzt doch nicht eine halbe Ewigkeit verschwenden. Gott, hier ist was. Ja, nicht wie nach oben. Die Frage, was ist hier? Soldaten. Ah. Da oben guckt doch jemand. Schnell weg. Oh! Gott! Da stand ja einer. Die kam von hinten, die Sau. Jetzt egal, ich laufe jetzt hier einfach durch. Oh, Gott sei Dank, Munition. Was nehmen wir denn? Oh oh. Wow, hast du das gesehen? Wollt ihr denn eine Granate ziehen? Kann ich die nicht hochnehmen? Da hat er noch Munition. Oh, wollte der gerade eine Granate ziehen, die Sau? Alter, ich verballer hier meine ganze Munition, ey. Meine Fresse, die sind aber auch geräuschempfindlich. Also das ist im Gegensatz zum ersten Teil besser. Aber sowas hören sie dann nicht. Toll, jetzt habe ich immer noch 2 Schüsse. Da kommt, ist ja noch einer. Ach, der macht gerade wieder Weitsicht-Modus quasi. Na, droppst du nix? Er muss eben kurz hier unten warten. Ja, droppt nix. So, jetzt. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Oh, Gott sei Dank. Hätte auch doof enden können, ne? Oh, schon wieder so eine Kacke hier.
nur. Wir jetzt hier nirgendwo reinlaufen, ne? Ah, hier da hinten ist noch ein zweiter. Da hinten waren zwei. Vielleicht kann ich mir die Munition... Ah! Warum kommt der auf einmal? Also hier geht's auf jeden Fall woanders hin. Ach, halt's Maul. Da ist auf jeden Fall was. Was ist das hier? Sicherheitsstufe 1? Komme ich da durch? Ich könnte da durch. Ja, warte. Oder? Der weg? Ja. Wir wissen, was das ist. Geh doch drauf. Nein, er hat's nicht geholt. Und das ist auch das. Eine Box. Die können wir auch gleich benutzen. Boxen sind geil. Danach können wir nach oben. Aber hier scheint ja jetzt erstmal nichts zu sein. Also am Bomben. Ja, sehr gut. Du warst doch schon mal da und hast gesehen, dass da keiner ist. Warum kommst du denn nochmal? So, wir gehen jetzt nach oben. Helikopterplatz. Und ob hier noch eine Bombe ist? Oh, gute Zwischensequenz. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. Von einem Ninja haben wir schon mal gehört. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No, she commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. So, dann holen wir mal den Lebensmittelsensor hier raus. Oh, hier ist bestimmt auch irgendwo Munition. Da läuft gerade einer. Reden wir mal. Ja, da ist welche. Ich latsch mal hier unten eben drunter, weil ich mal eben kurz gucken möchte. Da dreht sich ein Päckchen. Da läuft jemand. Drehte sich da nicht gerade ein Päckchen? Die sind ganz schön schnell, die Wachen hier, wa? Aber auf jeden Fall Munition, weil mit 2 Schüssen komme ich nicht weit. Boah, es wäre so viel einfacher alles, wenn ich eine Waffe hätte. Da ist doch wieder jemand.
Der ist unten. Der ist unter mir. Okay. Ach, hier ist die Box. Ah, toll. Nur Müll drin gewesen. Keiner. Warum kann ich da nicht langlaufen? Da ist das Sprengstoff. Okay, das ignorieren wir jetzt mal eben. Von hier daran. Ah, da kommt einer. Ich werde von da eh nicht rangekommen. Wo ist das Zeug denn jetzt? Das war doch hier. Ach, da, am Reifen. Na, wird's vereist? Ja. Ach, Gott sei Dank. Riding here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, right? I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Mal Pliskin anrufen, gucken, was er dazu sagt. One more bomb defused. There was one I managed to find only because I took a good look at first-person view. You should try it too. Na toll, das waren aber jetzt viele Informationen. Okay, da ich hier auch anscheinend keine Munition finde, gehen wir mal wieder runter. Alter. Ihr hört Schüsse nicht, die man kilometerweit hören kann. Aber ihr achtet auf sowas. Ist hier eigentlich der Typ noch, der beobachtet? Ja. Und da hinten ist was. Leicht. Er schläft. Kann nichts gehört haben. Klärgummin, alles klar. Oh, warte, ich hebe ihn mal eben kurz hoch. Ich guck mal eben, ob der vielleicht Munition hat. Alter, ich brauche Munition so dringend, ey. Ne, ich hebe ihn nochmal hoch. Ne. Okay, dann schlaf mal gut. Gute Nacht, würde ich zu dir sagen. Okay. Dann würde ich vorschlagen, da muss ich noch durch und da muss ich noch durch. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass ich jetzt erstmal speichere. Ich rufe die gute Rosie an. Rosie. Do you need to save? Ja. Ich muss ein bisschen speichern. So, gespeichert. Rose, no comment? About? I've killed someone. Jack, it's a battlefield. My opponents are living, breathing human beings. This isn't like the VR training.
They have bodies. They have had lives. I took all that away from them. But you've got no choice if you want to survive. And yet, maybe because of the VR training, I can't help but try and block out that reality. It's the only way I can manage to fight. Jack. What? I don't care what it takes, just as long as you come back alive. Do whatever it takes, please. Just come back in one piece. Okay. Okay. Dann schalte ich hier um. Ich habe ja gespeichert. Kleiner Augenblick eben. Ich muss es hier eben beenden. Spiel schließen. Ja. So. Okay. Das war ja wohl mal eine erfolgreiche Runde. Wir sind schon beim Bomben entschärfen und haben auch schon 3 Bomben entschärft. Ja. Und da ich morgen leider wieder früh arbeiten muss, mache ich jetzt heute mal ein bisschen früher Feierabend als sonst. Sonst habe ich ja immer keine Ahnung, bis mitten in die Nacht, aber heute mal nicht. Ich würde vorschlagen, wir spielen also morgen. Ach nee, ich gebe keine Zeit mehr raus. Kann sein, dass wir da morgen weiterspielen, ansonsten die Tage. Auf jeden Fall werden wir das weiterspielen. Ich denke mal, dass wir... Also das Spiel gibt auch viele Rätsel auf, normalerweise, wenn man es noch nicht gespielt hat. Deswegen viel Spaß beim Rätseln für die Leute, die die Story nicht kennen. Ich verrate da mal nicht so viel. Ich kann nur sagen, dass dieser Colonel und die Rose, die reagieren nicht normal. Mehr sage ich dazu nicht. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Falls euch das gefallen hat, abonnieren. Ich habe übrigens auch noch einen YouTube-Kanal, wie man sehen kann, und auch noch einen Facebook-Kanal und so, wo jetzt auch immer mehr Content erscheint. Also von daher da auch ruhig mal ein Däumchen hochgeben. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend und gute Nacht. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, ciao.